Das Energiefass nach Kehre Wellensiek und anderen. Gerade im Resilienzbereich gibt es einige, sag ich mal, Lieblingsübungen oder extrem kraftvolle, zieldienliche Übungen. Und für mich gehört das Energiefass definitiv dazu. Vor allem, weil es sowohl von Trainern als auch Coaches verwendet werden kann, aber eben auch von Teams, Scrum Mastern und Menschen, die einfach für sich das nutzen möchten, um voranzukommen. Ich stelle euch im ersten Schritt oder im ersten kleinen Block nochmal vor, was ist denn die Idee hinter dem Energiefass, und im zweiten Block eine konkrete Anwendung, wie kann sowas aussehen. Also Schritt 1, Energiefass per se bedeutet, dass ich mir anschaue, wo steht mein Energielevel entweder heute oder wo steht mein Energielevel über die letzten 14 Tage, über die letzten 1 bis 2 Monate. Das heißt, es ist sozusagen eine Bestandsaufnahme, wo schätze ich mich momentan ein, und gibt ein wunderbares Feedback, um auch zu schauen, wie ist sozusagen das Energielevel im Raum, wie sind die Leute unterwegs, wie ist auch das Team gerade aufgestellt. Zweiter Punkt. Die Einschätzung erfolgt zwischen 0 und 100%, wobei ich sehr gerne einschränke zwischen 15 und 95. Einfacher Hintergrund. Bei unter 15% ist es unwahrscheinlich, dass Leute noch im Seminar oder im Teammeeting auftauchen, weil dann sind sie energetisch auf gut Deutsch einfach durch und sind eher damit beschäftigt, sich zu erholen. Und die Beiträge wären wahrscheinlich auch nicht mehr besonders hilfreich. Und über 95% ist einfach unrealistisch. Es würde bedeuten, ihr habt jetzt nicht nur 4 Wochen Urlaub gehabt, 3 Tage lang super geschlafen, euch optimal ernährt, sondern euch eigentlich nur noch mit positiven Dingen beschäftigt. Also 95 bis 100% ist aus meiner Sicht ein Traumwert. Ihr könnt es ja mal probieren, da hinzukommen. Heißt auf gut Deutsch, ihr kriegt mit dem Energiefass im ersten Schritt eine Rückmeldung, wo jemand zwischen 15 und 95% steht oder wo ein Team zwischen 15 und 95% steht. So, was mache ich jetzt damit? Na, ich schaue mir natürlich an, was sind sogenannte Energiespender, also was sind die Dinge, die mir Energie geben, die als Energiequellen mein Fass wieder füllen, sodass es mir besser geht, sodass der Energiefüllstand nach oben geht. Und was sind sogenannte Energievampire oder Energieräuber, also all die Dinge, die mich Energie kosten, sowas wie Konflikte, sowas wie unnötige oder auch teilweise wichtige, aber eben anstrengende Auseinandersetzungen. Idealerweise arbeitet man jetzt nicht nur auf dieser Kategorieebene Vampire und Quellen, sondern schaut ein bisschen genauer hin. Das hilft einfach dabei, das nicht nur zu differenzieren, sondern mehr ins Nachdenken zu kommen. Hat sich bewährt, als Kategorien hier zu nutzen, die körperlichen oder physischen Energiespender und Vampire. Das heißt, was ist das, was euch ganz konkret hilft, euer Energieniveau auf einer körperlichen Ebene zu erhöhen? Schlaf, Essen, Ruhe, ja, im Sinne von Lärmvermeidung. Zweite Kategorie, emotionale Aspekte. Da geht es darum, was erzeugt bei euch wirklich ein Gefühl, also eine emotionale Reaktion. Da können wir über Musik sprechen, da können wir über gutes Essen sprechen, das kann auch Emotionen bedeuten. Es hat aber ganz häufig etwas zu tun mit Beziehungen, mit schönen Momenten oder eben auf der anderen Seite mit Dingen, die euch besonders ärgern, die sozusagen wirklich eine emotionale Reaktion, dazu gehört zum Beispiel auch Wut oder Angst, bei euch auslösen. Ein bisschen komplizierter sind die Kategorien oder Aspekte 3 und 4, wenn wir zum einen auf die kognitiven Aspekte gucken und zum anderen auf die seelischen. Ich erkläre es im Seminar immer ganz gerne so. Kognitive Aspekte sind das, was Kreuzworträtsel, was Sudoku, was sozusagen knifflige Aufgaben ausmacht. Also manche Menschen lösen gerne Kreuzworträtsel, die fühlen sich dadurch wohler, das Energieniveau steigt. Und andere, für die ist das ein Riesengraus. Also gerade auch, wenn ihr mal in die IT-Projekte guckt und das wird sehr komplex und hat ganz, ganz viele Aspekte, gibt es manche Menschen, die blühen darin auf und sagen, wunderbar, endlich werde ich mal gefordert, und andere sind nur noch genervt. Und demgegenüber steht eben das etwas abstraktere Seelische, beziehungsweise eben auch diese Ebene, was macht mir Sinn, wo möchte ich zu beitragen. Und ich bringe da in den Seminaren gern das Beispiel von den Truckern in Portugal. Also trage ich dadurch, dass ich Dinge ausliefere, dazu bei, dass an Weihnachten die Familien ein anderes Weihnachten haben, weil die Dinge überhaupt erstmal geliefert werden. Sorge ich dafür, dass Supermärkte, Einzelhändler überhaupt etwas anbieten können und bin sozusagen einer der Ermöglicher davon, dass Gesellschaft so funktioniert, wie sie eben heute gestrickt ist. Oder auf der anderen Seite bin ich jemand, der regelmäßig mit schwierigen Themen zu tun hat, der vielleicht auch etwas tut, was gegen die eigenen Werte verstößt. Ihr könnt euch da bestimmt Situationen vorstellen. In der BWL hat man mal das Beispiel gelernt. Was machen Sie denn, wenn Sie ein Fass mit
giftigen Chemikalien ins Meer schmeißen könnten. Sie zahlen 50.000 € Strafe und bekommen 200.000 € Gewinn. Ja, also da sind wir typischerweise an so einer moralischen Werteebene. Was möchte ich in diese Welt bringen? Wie möchte ich mit Menschen umgehen? Was soll mehr werden? Das endet, oder damit schließt sich auch schon Block 1 ab. Und wir kommen hin, wie nutzt man das idealerweise im Training? Naja, 4 Schritte. Schritt 1, Energieniveau bestimmen, kurz-, mittel- oder langfristig. Schritt 2, sich Energievampire, Energiequellen genauer anschauen mit den entsprechenden 4 genannten Kategorien. Schritt 3, Energiefresser, Energievampire, Energieräuber identifizieren und auch diese nach den 4 Kategorien genauer analysieren und benennen. Und dann kommt das, was so schnell für Wirkung sorgt, und deswegen finde ich das so wichtig im Resilienzumfeld. Schritt 4 bedeutet, sich Maßnahmen zu überlegen, kurzfristig, mittelfristig, langfristig. Was kann ich jetzt tun? Wo kann ich direkt Energievampire sozusagen reduzieren, weglassen? Wo kann ich direkt für mehr Energiequellen oder eben Energiespender sorgen? Was mache ich mittelfristig? Beispielsweise auch mal zu überlegen, bin ich mit den richtigen Aufgaben im Job? Wohne ich in der richtigen Lokation, im richtigen Ort? Langfristig, wo möchte ich mich noch weiterhin entwickeln? Was müsste ich jetzt auch tun, damit ich insgesamt in eine Situation komme, wo ich vielleicht auch noch gesünder leben kann und wo ich mehr von dem lebe, was mir entspricht, was meinem Traum entspricht. Soweit erstmal zum Energiefass. Viel Spaß dabei, das in den eigenen Settings, in den eigenen Teams mal auszuprobieren. Und wenn ihr Fragen habt, gerne als Kommentar unter dem Video. Auf geht's!